Hallo und Servus bei einem neuen Video von mir. Ich bin heute in Landskrona in Südschweden unterwegs, am Öresund, und möchte dir die Zitadelle von Landskrona zeigen und dir ein wenig die Geschichte davon erzählen. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Also, los geht's. Im Süden Schwedens, unweit der Öresundküste, thront eine der mächtigsten Festungsanlagen Skandinaviens, die Zitadelle Landskrona. Tiefe Wassergräben, wehrhafte Bastionen und jahrhundertealtes Mauerwerk zeugen von einer bewegten Vergangenheit voller Kriege, königlicher Machtansprüche und Konflikte zwischen Dänemark und Schweden. Bis heute gilt die Zitadelle Landskrona als eine der besterhaltenen Festungen Nordeuropas und war zum Zeitpunkt ihrer Errichtung die größte ihrer Art im gesamten skandinavischen Raum. Die Geschichte von Landskrona beginnt bereits im Mittelalter. Im Jahr 1413 erhielt die damalige Siedlung von dänischen König Erik von Pommern das Stadtrecht. Strategisch war der Standort von enormer Bedeutung, denn genau hier verliefen zentrale Handelsrouten durch den Öresund, die Meeresenge zwischen Dänemark und Schweden. Zu dieser Zeit gehörte ganz Schonen noch zum dänischen Königreich. Und der Hafen von Landskrona wuchs rasch zu einem bedeutenden Handels- und Militärstützpunkt heran. Im 16. Jahrhundert verschärften sich die Konflikte um die Kontrolle des Öresunds. Der dänische König Christian III. Wollte seine Macht weiter ausbauen und ordnete deshalb 1549 den Bau einer gewaltigen Festung in Landskrona an.
Die Bauarbeiten dauerten etwa 10 Jahre. Um 1559 war die innere Burganlage weitgehend fertiggestellt. Die Zitadelle wurde direkt an der Küste errichtet, um den Schiffsverkehr auf dem Öresund kontrollieren zu können. Die ursprüngliche Festung bestand aus einem wuchtigen Hauptbau mit 4 mächtigen Ecktürmen, umgeben von breiten Wassergräben und starken Verteidigungswällen. Der innere Graben allein maß fast 70 Meter in der Breite. Im Erdgeschoss fanden sich Lagerräume, eine Bäckerei, eine Brauerei sowie Waffen- und Vorratskammern. Die gesamte Anlage war für eine mögliche Belagerung bestens vorbereitet. Entstanden ist die Zitadelle in einer Ära andauernder Konflikte zwischen Dänemark, Schweden und den Hansestädten, zu einer Zeit, in der der Öresund als einer der bedeutendsten Handelsrouten Europas galt. Die Kontrolle über den Sund bedeutete zugleich Kontrolle über weite Teile des Handels zwischen Nord- und Ostsee. Kein Wunder also, dass Dänemark gewaltige Summen in die Befestigung Landskronas investierte. Während des sogenannten Torstenssonskrieges wurde die Zitadelle 1644 erstmals von schwedischen Truppen unter Feldmarschall Gustav Carlsson Horn erobert. Doch bereits ein Jahr später gelang den Dänen die Rückeroberung der Festung. Die militärische Bedeutung von Landskrona blieb weiterhin enorm.
Eine entscheidende Wende brachte das Jahr 1658. Im Frieden von Roskilde musste Dänemark weite Gebiete an Schweden abtreten, darunter auch Schonen und Landskrona. Aus der einstigen dänischen Festung wurde damit über Nacht eine schwedische Grenzfestung. Die neu schwedischen Machthaber hatten große Pläne. Landskrona sollte zu einer modernen Militärstadt ausgebaut werden. Zwischen 1667 und 1675 erfuhr die Zitadelle einen massiven Ausbau. Der renommierte schwedische Festungsbaumeister Erik Dahlberg konzipierte neue Verteidigungsanlage mit Bastionen nach niederländischem Vorbild, wodurch die Festung bald als einer der modernsten Anlagen ganz Skandinaviens galt. Mehrere Verteidigungsringe sowie zusätzliche Wassergräben machten Angriffe nahezu aussichtslos. Ab dem frühen 18. Jahrhundert ändert sich die Nutzung der Zitadelle grundlegend. Die Festung wurde nun zunehmend als Gefängnis verwendet. Besonders der nördliche Rundturm diente jahrhundertelang als Haftanstalt. Hier saßen zunächst Kriegsgefangene ein, später Schwerverbrecher und lebenslang Verurteilte. Ab 1827 war die Zitadelle offiziell ein Gefängnis für Häftlinge mit lebenslangen Strafen. Im 20. Jahrhundert wandelte sich die Nutzung erneut. Teile der Zitadelle dienten nun als Arbeitsanstalt für Frauen. Nach der deutschen Besetzung Dänemarks und Norwegens 1940 traf das neutrale Schweden militärische Vorbereitungen, wodurch die Festung teilweise wieder ihren ursprünglichen Zweck diente. Seit fast 500 Jahren wacht die Zitadelle Landskrona über die Küste des Öresunds und überstand Kriege, Belagerungen und politische Umbrüche. Vom dänischen Königsschloss über
die schwedische Grenzfestung bis hin zum Gefängnis. Heute steht das Bauwerk als Zeugnis der bewegten Geschichte Skandinaviens und des jahrhundertelangen Kampfes um die Vorherrschaft im Nordeuropa. Die Zitadelle Landskrona ist weit mehr als nur eine alte Festung. Sie ist ein steinerner Zeuge einer Epoche voller Könige, Kriege und tiefergreifender Umbrüche. Und vielleicht bewahren ihre alten Mauern bis heute Geschichten, die noch niemand entdeckt hat. Ja, das war das Video über die Zitadelle hier in Landskrona in Südschweden. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du lässt mir einen Daumen hoch da, abonnierst meinen Kanal, somit verpasst du keine weiteren Videos mehr von mir. Freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, dein GoTraveler. Also, ciao.